Ja, vielen Dank, dass mir das nicht vorher eingefallen ist. Klar, dann denke ich mir doch meine diagnostizierte Depression einfach weg. Tada, geheilt, Hi, willkommen oder willkommen zurück. Bei mir dreht sich alles um mentale Gesundheit und Kommunikation. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das mich echt ein bisschen triggert. Und zwar machen wir jetzt einen kleinen Ausflug in die wunderbare toxische Positivität. Und es geht um etwas, wo ich finde, dass es einfach noch mehr Aufklärung braucht. Im Detail geht es mir um Sprüche wie: Du allein kannst entscheiden, wie dein Tag wird. Deine Gedanken steuern dein Leben. Du allein trägst die Verantwortung, wie du dich fühlen wirst oder wie du dich fühlst. Jetzt fragt ihr euch vielleicht so, ja, was ist damit? Ich meine, das stimmt ja auch. Ja, das ist eben genau das Problem. All diese Sprüche werden zigtausendmal auf den sozialen Medien geteilt und die werden dann geliked und geshared und mit Pray-Emojis unterlegt, was das Zeug hält. Auf den ersten Blick klingen diese Dinge aber auch so gut, zu gut. Und sie haben auch noch einen wahren Kern und sind vermutlich auch noch so gut gemeint. Hoffe ich jedenfalls. Trotzdem sind diese Sprüche toxisch. Vor allem für Menschen, die in Krisen stecken und an psychischen Krankheiten leiden. Denn im Grunde leugnen diese Aussagen die Existenz von psychischen Erkrankungen. Und sie schieben die Schuld und die Verantwortung voll in die Schuhe dieser Menschen. Und sie gaukeln einfache Lösungen vor, wo es einfach keine einfachen Lösungen gibt. Und ja, es gibt sehr, sehr viel guten Content rund um die mentale Gesundheit. In der Mental Health Szene und Coaching Bubble gibt es ganz viele Menschen, die sehr, sehr gut Psychoedukation betreiben und ich möchte die in keinster Weise jetzt da in diese Sache reinziehen. Denn letztlich geht es ja wirklich darum, wie solche Aussagen in den Kontext gesetzt werden. Aber mal von vorne. Das Dumme ist ja, dass diese Aussagen, du kannst alles mit deinen Gedanken steuern, einen wahren Kern haben. Logisch ist ein positives Mindset gut für die Heilung, für den Heilungsprozess und um sich den Alltag zu gestalten. Logisch steuern wir mit unseren Gedanken unsere Emotionen und umgekehrt. Klar hilft ein positives Mindset, Herausforderungen zu meistern. Es ist schließlich ein Zeichen von großer Resilienz, alles dafür zu tun, Krisen bestmöglich zu überstehen. Aber, und jetzt kommt wirklich das große Aber, diese Sprüche, diese Memes, wie ich sie manchmal auch nenne, die sind meist so vage formuliert, dass sie einen riesigen Interpretationsspielraum lassen. Machen wir doch ein Beispiel. Als ich damals so richtig depressiv war mein vorherrschendes Gefühl, meine vorherrschende Emotion in mir drin, war Schuld. Ich fühlte mich schuldig, dass ich morgens fast nicht aus dem Bett kam. Ich fühlte mich schuldig, weil ich nicht mehr die gleiche Freundin sein konnte, nicht mehr die gleiche Partnerin war, weil ich so verdammt abhängig wurde von anderen und mich kaum traute, etwas zu unternehmen. Und wenn ich was unternommen hatte, dann war es oft sehr freudlos oder ich habe die Situation schon früher wieder verlassen. Das war für mich wirklich ganz schlimm. Und man stelle sich jetzt vor, jemand ist in diesem Zustand wie ich damals und dann kommt jemand anders daher und sagt, ja, aber du steuerst dir alles mit deinen Gedanken. Du kannst doch einfach positiv denken und dann wird doch das alles wieder gut. Und indirekt eigentlich sagt, du bist doch selbst schuld, wenn du dich so fühlst, weil du kannst ja mit deinen Gedanken alles steuern. Du alleine hast ja die Verantwortung für diese Situation. Ja, vielen Dank, dass mir das nicht vorher eingefallen ist. Klar, dann denke ich mir doch meine diagnostizierte Depression einfach weg. Tada, geheilt, Tja, so einfach ist es eben nicht, weil diese Krankheiten sind und weil es bei Depressionen oder Angststörungen, da habe ich jetzt die meiste Erfahrung, einfach Momente gibt,
in denen man ferngesteuert ist und in denen man eben nicht einfach positiv denken kann und dann den Tag meistern kann, als wäre nichts gewesen. Depressionen und Angststörungen brauchen lange Therapie und Behandlung. Irgendwann kommt dann schon der Teil der Persönlichkeitsentwicklung und da kommt dann auch bald mal diese Positivität rein, aber nicht auf so einfache Weise, wie es in diesen Aussagen suggeriert wird. Kurz gesagt, solche Sprüche schaden Personen enorm, die sowieso schon am Boden liegen. Sie können sie extrem unter Druck setzen, eben weil sie die Schuldgefühle von zum Beispiel Depressiven verstärken können. Und weil sie suggerieren, dass eigentlich doch alles so einfach sein könnte. Für mich ist völlig klar, dass solche Aussagen nicht böse gemeint sind und auf falschen Annahmen beruhen. Viele Leute haben selber gar nicht erlebt, wie es ist, psychisch krank zu sein. Also können sie sich gar nicht vorstellen, dass es so schwer sein kann, positiv zu denken und sich aus dem Loch zu holen. Und ich weiß, dass meist die Intention dahinter steckt, anderen wirklich zu helfen. Und dazu kommt noch, dass sich diese Kalendersprüche halt echt gut verkaufen, eben weil sie so eine einfache Lösung suggerieren. Kurz, solche Sprüche können enorm Schaden anrichten bei Menschen mit psychischen Problemen und psychischen Krankheiten, weil sie extrem den Druck erhöhen auf diese Menschen, sich wieder gesund zu fühlen und weil sie wirklich die Existenz dieser psychischen Krankheiten negieren. Alles Einstellungssache? Nein, Depressionen sind keine Einstellungssache. Mir ist völlig klar, dass diese Aussagen mit sehr guter Intention gemacht werden. Ich glaube, alle, die solche Sachen posten, wollen letztendlich den Menschen helfen. Und vielleicht sind sie ja gar nicht bestimmt für die Menschen mit psychischen Problemen. Tja, nun, es gibt hier einfach ein Problem. Viele Menschen mit Depressionen, Angststörungen und anderen psychischen Erkrankungen, die tummeln sich unter dem Hashtag Mental Health oder mentale Stärke und sie suchen online Hilfe und Inspiration. Das heißt, wir, die versuchen aufzuklären oder die versuchen, jemandem was beizubringen innerhalb dieser Mental Health Bubble, sind wirklich angehalten, solche Aussagen in einen Kontext zu setzen. Wir müssen wirklich dafür sorgen, dass wir nicht unabsichtlich diese Themen stigmatisieren, weil das wollen wir ja gerade verhindern. Und für Betroffene möchte ich sagen, bitte schließt solche Sachen einfach aus. Blendet diese Dinge aus und sucht euch Hilfe entweder bei einem Therapeuten, einer Therapeutin oder geht wirklich auf Kanäle, bei denen ihr seht, dass die Leute sich damit auskennen und sich wirklich informiert haben und sich die Mühe machen, auch alles wirklich in einen größeren Kontext zu setzen. Lass dich also nicht unter Druck setzen und nimm die Sprüche als das, was sie sind, toxisch. Was ist nun mein Vorschlag? Wie kann man das Ganze besser machen? Ich bin jetzt jahrelang einer YouTuberin gefolgt, die hat eine chronische Krankheit und sie hat ein wunderschönes Konzept ins Leben gerufen. Es ist so ein Konzept der kleinen Schritte. Sie hat es quasi Leiter bauen, Build a Ladder genannt. Und da geht es darum, dass man mit ganz kleinen Dingen versucht, sich eine Leiter aus einem Loch zu bauen. Also aus seinem eigenen Loch, in dem man gerade drin sitzt. Und das kann nur eine kleine Sprosse am Tag sein. Und das können so kleine Dinge sein wie, ich weiß doch auch nicht, wenigstens mal aus dem Bett aufstehen, sich anziehen, vielleicht eine Dusche nehmen, sich einen Kaffee machen, auf eine Message zurückschreiben, die eigene Geschichte aufschreiben, was auch immer es ist. Das ist so individuell. Das Ziel ist es wirklich ohne Druck, sich langsam aber sicher diese Leiter zu bauen und sich aus diesem Tief zu befreien. Und das passiert mit einem Mindset, dass man sich bewusst ist, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn alles ganz langsam vonstatten geht. Dass jede Person ein eigenes Tempo hat und dass es auch überhaupt nicht tragisch ist,
wenn man mal völlig in der Dunkelheit sitzt und einfach mal alles scheiße findet. Denn das wird ja mit der anderen Philosophie ziemlich negiert. Es gibt keine negativen Gefühle, es gibt keine schlechten Momente, weil man kann sich die ja einfach wegdenken. Also die Theorie da bei meiner YouTuberin ist, sich wirklich selbst im eigenen Tempo, so gut wie es geht, zu befreien. Diese Methode vereint also den wahren Kern von meine Gedanken steuern meine Gefühle und mein Leben mit der Tatsache, dass psychische Krankheiten echt scheiße sein können und einen echt gefangen nehmen können und es halt nicht ganz so einfach ist, da wieder rauszukommen. Fazit: Solche Aussagen können ganz schön Druck aufsetzen bei Menschen mit psychischen Problemen und psychischen Krankheiten. Deshalb sind wir als Content Creators in diesem Bereich, als Coaches, als Mentoren, als Influencer angehalten, Dinge in einen Kontext zu setzen. Außerdem müssen wir uns dringend weiterbilden und uns selbst informieren, bevor wir gewisse Sachen einfach teilen, ohne uns zu überlegen, wen das alles verletzen könnte. Ja, ich weiß, viele denken jetzt, oh, Special Snowflake und ich kann doch nicht auf alles achten. In diesem Bereich finde ich es extrem wichtig, weil es geht um Gesundheit, psychische Gesundheit und man will niemanden unabsichtlich in eine Krise stürzen. Es gibt Methoden, wie man diese Positivität wirklich konstruktiv einbauen kann ins eigene Leben. Und diese Positivität ist auch ein großer Teil der Persönlichkeitsentwicklung in Therapien. Also wenn du Betroffener bist, dann such dir Quellen, die ausführlich sind, die viel Wissen enthalten und bei denen sich die Leute nicht davor scheuen, sich Zeit zu nehmen, etwas zu erklären. Es gibt also andere Wege, im Dunkeln Positives zu erkennen und sich langsam, Schritt für Schritt, eine Leiter aus dem eigenen Loch zu bauen. Jetzt würde ich natürlich gerne wissen von euch, nervt euch das auch als Betroffene? Wie seht ihr das und wie reagiert ihr da darauf? Und wenn du selber solchen Content kreierst, was tust du, um zu verhindern, dass die Stigmatisierung noch verstärkt wird? Findest du es auch so krass in der Mental Health Szene? Bin sehr gespannt. Schreib es mir doch in die Kommentare. Wenn du dieses Video cool findest, dann schenk mir doch einen Like. Und wenn du generell meine Videos magst, dann schenk mir ein Abo. Das hilft mir wirklich sehr weiter. In diesem Sinne, herzlichen Dank, dass ihr diesem Rant zugehört habt und bis bald. Tschüss!